Der Instrumentenkreislauf, die systematische Aufbereitung von Medizinprodukten nach ihren Risikoklassen. Der Instrumentenkreislauf, den wir hier Stück für Stück durchgehen, zeigt die systematische Aufbereitung von Medizinprodukten, also von Instrumenten nach ihren Risikoklassen. Systematisch bedeutet, dass es immer die gleichen Arbeitsschritte in der gleichen Reihenfolge sind. Der Instrumentenkreislauf hier stellt symbolisch auch ihren Sterilisationsraum dar, mit der reinen Seite in der Regel mit grün markiert und mit der unreinen Seite in der Regel mit rot markiert. Wir starten oben rechts mit dem Gebrauch der Instrumente bei einer Behandlung. Direkt danach werden sie in Risikoklassen eingeteilt, also die Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten erfolgt in unkritisch, semikritisch AB oder kritisch AB, wie Sie es bereits kennengelernt haben. Dann erfolgt der Transport zum Aufbereitungstisch, also die Instrumente, das Tray, wird in der Regel im Sterilisationsraum auf die unreine Seite abgelegt. Die Abfallentsorgung bedeutet, dass Traypapier, Tupfer, eventuell Amalgamreste, Kanülen und Spritzen fachgerecht entsorgt werden. Kanülen und Spritzen also zum Beispiel in die Safety Box, Amalgam werden in extra Boxen gesammelt und abtransportiert und anderes wie das Traypapier im Hausmüll. Die Instrumente werden weiter vorbereitet, Vorreinigung zerlegen. Vorreinigen heißt, wenn sich noch ganz grobe, große Verschmutzungen an Instrumenten befinden, werden sie vorsichtig mit einem Desinfektionstuch abgewischt oder entfernt. Zerlegen bedeutet, Instrumente, die man auseinandernehmen kann, die aus mehreren Teilen bestehen, werden auseinandergenommen. Dann erfolgt die Reinigung, Desinfektion, Spülung und Trocknen. In den meisten Fällen haben Sie dafür in Ihren Praxen das Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das RDG, den sogenannten Thermodesinfektor. Nachdem dieser durchgelaufen ist, kommt es zur Ausmusterung und Reparatur von Instrumenten, die nicht mehr in Ordnung sind oder repariert werden müssen. Das stellen Sie fest bei der Kontrolle der Instrumente. Jedes Instrument, das aus dem RDG kommt, muss auf Rückstände überprüft werden, ob es noch funktioniert, es muss gepflegt werden und instand gesetzt werden, also gegebenenfalls repariert werden. Achtung! Ist eine Nachreinigung nötig? Also, Sie haben zum Beispiel Zementreste noch an einem Spatel, die Sie entfernen müssen, muss danach der Spatel erneut in das RDG, also eine erneute Desinfektion, Spülung und Trocknung muss erfolgen. In der Regel kommen nun die semikritisch AB-Instrumente zur dokumentierten Freigabe und Wiederverwendung. Das heißt, eine ausgelernte ZFA bestätigt schriftlich, dass die Reinigung und Desinfektion korrekt abgelaufen ist und die Instrumente wiederverwendet werden können. Kritische AB-Instrumente durchlaufen weitere Schritte im Hygienekreislauf auf der reinen Seite. Zum Beispiel müssen Endonadeln, also die speziellen dünnen Nadeln, die für eine Wurzelkanalbehandlung verwendet werden, gekennzeichnet werden, weil bestimmte Endonadeln kann man nur für eine bestimmte Anzahl von Behandlungen verwenden. Diese Kennzeichnung muss erfolgen. Die Instrumente, die nach kritisch einsortiert und eingestuft werden, müssen sterilisiergut verpackt werden. Eine Sterilisiergutverpackung bedeutet, dass sie eingeschweißt werden. Dann erfolgt die Sterilisation im Autoklaven. Wie Sie es bereits kennengelernt haben, durchläuft der Autoklav die verschiedenen Phasen und Sie müssen gut beim Beladen des Autoklaven, also beim Einsortieren der Instrumente, auf die Regeln achten. Nach der Sterilisation werden verpackte Instrumente mit einer Chargennummer und dem Datum versehen.
Die Chargennummer ist wichtig, sodass man immer nachvollziehen kann, dass dieses Instrument einer korrekten Sterilisation unterlaufen ist und von dem Instrument keine Gefahren ausgegangen sind. Das Datum ist wichtig, weil verpackte Instrumente dürfen nur 6 Monate gelagert werden. Für 6 Monate gelten diese Instrumente als steril, danach müssten sie wieder neu sterilisiert werden. Ist das alles abgeschlossen, erfolgt auch hier die dokumentierte Freigabe zur Wiederverwendung, also erneut wird eine ausgelernte ZFA entweder handschriftlich oder im Computer bestätigen, dass der Sterilisationsvorgang korrekt abgelaufen ist und die Instrumente wiederverwendet werden können. Die Instrumente, egal ob sie nur desinfiziert wurden oder ob sie auch sterilisiert wurden, müssen dann hygienisch gelagert werden. Eine hygienische Lagerung erfolgt zum Beispiel in den verschließbaren Schubläden im Behandlungsraum. Und damit erfolgt die Bereitstellung der Instrumente, dass sie also wieder verwendet werden können für die Behandlung und dann geht der Kreislauf wieder von vorne los und durchläuft jeden einzelnen Schritt.